Salve und willkommen zu unserer nächsten Folge über die Cäsaren, die niemals als Kaiser in Rom regierten. Wir begeben uns in das Jahr 326 nach Christi. Dort erleben wir ein weiteres tragisches Schicksal, nämlich das des Cäsaren Flavius Iulius Crispus, ein im Volk und unter den Soldaten beliebter römischer General und erstgeborener Sohn des Kaisers Konstantin des Großen. Über seine Geburtsdaten ist uns nichts bekannt, aber es wird angenommen, dass er im Jahr 295 irgendwo im Oströmischen Reich geboren wurde. Seine Mutter Minervina war entweder die Konkubine oder die erste Frau des Kaisers Konstantin des Großen, der Anfang des 4. Jahrhunderts dann Fausta heiratete, die Tochter des Kaisers Maximian. Und natürlich habe ich uns zu Kaiser Konstantin auch ein paar Belegstücke zur Ansicht mitgebracht. Da ich eine Menge Konstantin-Münzen besitze, hatte ich die Qual der Wahl, was ich heute präsentieren möchte. Ich habe mich entschieden, 2 seiner Münzen mit besonders unterschiedlichen Büsten vorzuzeigen, damit wir sehen können, dass es im 4. Jahrhundert nicht mehr so sehr darauf ankam, den Kaiser möglichst naturalistisch abzubilden, sondern eher stilistisch als imposanten und mächtigen Kaiser. Und hier ist nun eine seiner Bronzemünzen, die Nummus oder auch Follis genannt wird. Auf der Vorderseite dieses Exemplars sehen wir sehr detailliert den Kaiser mit Lorbeerkranz und militärischer Rüstung nach rechts blickend. Die Umschrift lautet Imperator Constantinus Pius Felix Augustus. Das Interessante ist, dass diese Münze in der Münzstätte Londinum, dem heutigen London, um das Jahr 310 nach Christi geprägt wurde, wie wir gleich an der Rückseite sehen werden. Das Kürzel Exerge PLN steht eben für den Prägeort und lautet Percussa Londinium. Die Buchstaben T und F in den Feldern links und rechts bezeichnen die Offizin, also Werkstatt, und die Prägeserie. Die Umschrift lautet hier Soli Invicto Comiti, dem unbesiegbaren Sonnengott. Wir sehen den Sonnengott nach links blickend mit Strahlenkrone, die rechte Hand erhoben als Grußgeste, in der linken Hand hält er die Weltkugel. Kaiser Konstantin förderte den Sonnengott Sol Invictus, um seinen Machtanspruch auf die Alleinherrschaft zu festigen. Das Motiv verbindet traditionelle römische Symbolik mit der aufkommenden christlichen Ikonographie in Bezug auf die Lichtmetaphorik. Aber auch die nächste Münze zeigt uns, unter welcher imposanten Vaterfigur Crispus die historische Bühne betrat. Es handelt sich hier ebenfalls um einen Nummus bzw. Follis. Aber was uns natürlich sofort auffällt, der ist ja viel kleiner. War das etwa das Wechselgeld, wie bei Euro und Cent? Nein, die kleinen Bronzemünzen wie die hier sind keine Vielfachen einer Grundeinheit, sondern reine Scheidemünzen, deren Tauschwert weit über dem Metallpreis lag. Und schuld daran war, so wie auch heute damals im Römischen Reich, die galoppierende Inflation. Der Konstantin hat einfach seine Münzen immer kleiner gemacht und gehofft, den Römern fällt's nicht auf. Spaß beiseite, ich glaube, ich verzettle mich hier gerade. Zu diesem Thema sollte ich wohl mal ein eigenes Video machen. Aber ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren mit mir darüber diskutieren. Vielleicht liege ich mit meiner Annahme ja falsch. Bleiben wir nun jedoch bei diesem Münzlein. Es stammt aus der Münzstätte Ticinium, dem heutigen Pavia in Italien gelegen. Geprägt wurde sie in den Jahren 318 bis 319 nach Christi, also deutlich später, was die Verkleinerung vielleicht erklärt. Aber darüber wollte ich ja nicht mehr sprechen, denn das Aversmotiv spricht eigentlich ganz für sich. Auch wenn der antike Stempelschneider für sein Werk nicht gerade viel Platz gehabt hat, wirkt das Ergebnis auf dieser kleinen Prägung sehr detailliert. Wir sehen hier die gepanzerte Büste des Kaisers nach rechts mit Lorbeerkranz und Helm. Die Umschrift lautet Imperator Constantinus Maximus Augustus. Also gab es zum Zeitpunkt der Prägezeit bereits den Beinamen der Große für Konstantin.
Die Rückseite zeigt uns zwei Siegesgöttinnen, Viktorien, die sich gegenüberstehen und gemeinsam ein Schild halten, der auf einem Altar steht. Darauf ist die Inschrift Vota Populi Romani zu lesen, übersetzt Gelübde des römischen Volkes. Die Umschrift lautet Victoriae Lete Principis Perpetue, dem glückverheißenden und immerwährenden Sieg des Herrschers. Das Münchstättenzeichen PT im unteren Abschnitt der Rückseite steht für die erste Offizin bzw. Werkstatt der Münchstätte Decinium, also P wie Prima Officia, aber ich verzettle mich schon wieder, bleiben wir beim Kaiser Konstantin. Das Interessante an der Rückseite ist der historische Kontext. Diese Ausgabe gehört zur Serie Victoriae Lete Principis Perpetue, die nach Konstantins Sieg über Licinius eingeführt wurde. Die Darstellung der beiden Siegesgöttinnen feiert die Stabilität des Reiches unter Konstantins Herrschaft. Aber Moment einmal, hat wirklich Konstantin allein den Licinius besiegt oder hatte dabei auch sein Sohn Crispus eine wichtige Rolle inne? Bleibt also dran, denn in Kürze werden wir etwas über die Antwort auf diese Frage erfahren. Das Leben des Crispus war eine beeindruckende, wenn auch kurze Erfolgsgeschichte. Er war ein siegreicher Feldherr und designierter Thronfolger Kaiser Konstantins, der im Alter von etwa 17 Jahren von seinem Vater zum Caesar ernannt wurde. Er residierte in Augusta Treverorum, dem heutigen Trier, wo er die Provinz Gallien verwaltete. Als Heerführer feierte er große Erfolge gegen die Franken und Alamannen, was ihm bei den Legionssoldaten große Verehrung einbrachte. Sehen wir uns diese Münze nun aber gemeinsam etwas genauer an. Sie zeigt Crispus in gepanzerter Rüstung mit Lorbeerkranz. Nach links in der rechten Hand hält er einen Speer, auf dem linken Arm einen Schild. Die Legende lautet voll ausgeführt Julius Crispus Nobilissimus Caesar. Dass ausgerechnet Crispus und nicht Konstantin selbst auf dieser Münze erscheint, zeigt seine starke Stellung als designierter Thronfolger und wird erst bei Betrachtung der Rückseite richtig bewusst. Und wie immer hat diese natürlich eine starke propagandistische Bedeutung. Die Legende lautet hier Virtus exercitus und bezieht sich auf die Tapferkeit des Heeres. Wir sehen eine Feldstandarte, das Vexillium mit der Aufschrift Vot X, Vota Decenalia, umgeben von zwei gefesselten Gefangenen. Zum Prägezeitpunkt ca. 320 nach Christi ist die Münze auch eine klare Symbolik gegen Licinius, den Rivalen, jedoch noch Mitkaiser Konstantins im Osten des Reiches. Sie ist Zeugnis der politischen und propagandistischen Vorbereitung des Konflikts. Es war eine Hochphase der gegenseitigen Hetze. Der erste Krieg 316 bis 317 war bereits vorbei, aber unentschieden und voller Spannungen. Nach dieser Niederlage musste Licinius sogar seine Truppen in den Osten zurückziehen. Ab 319 bis 320 nach Christi eskalierte der verbal-publizistische Krieg massiv. Licinius ließ im Osten unter anderem in Antiochia Münzen mit der Aufschrift Providentiae Caesari prägen, die suggerierten, seine Dynastie sei die einzig legitime. Konstantins Münchstätten, besonders Siscia und Licinium, konterten mit einer Serie, die den eigenen Heeresmut Virtus exercitus feierte und Licinius implizit als nicht kaiserlichen besiegbaren Feind hinstellte. Den entscheidenden Sieg errang Konstantins Sohn Crispus jedoch im Jahr 324 nach Christi. Im Bürgerkrieg gegen Kaiser Licinius befehligte er die Flotte und errang einen überragenden Seesieg in der Schlacht an den Dardanellen. Dieser Sieg ebnete seinem Vater Konstantin den Weg zur Alleinherrschaft. Während Konstantin das belagerte Byzantion blockierte, übernahm Crispus die kriegswichtige Flotte. Trotz Unterzahl, 80 gegen 200 Schiffe, gewann die Flotte Konstantins die Seeschlacht bei Kalliopolis völlig. Ohne diesen Sieg hätte Konstantin nicht nach Kleinasien übersetzen können, um daraufhin das letzte Aufgebot des Licinius zu besiegen, bis dieser sich letztlich ergab.
Nach dem Sieg war Crispus auf dem Höhepunkt seiner Macht. Jedoch nur 2 Jahre später, 326 nach Christi, fiel Crispus unerwartet bei seinem Vater in Ungnade. Aber was ist denn da nur geschehen und vermochte das militärisch erfolgreiche Dream Team, Vater und Sohn, Augustus und Caesar, zu spalten? Die genauen Gründe sind historisch nicht wirklich belegbar und was wir darüber wissen, lässt sich bestenfalls in das Reich der Legenden einordnen. Mein Münzrepertoire zu Crispus ist leider nur sehr spärlich, aber ich zeige trotzdem gerne, was ich habe. Um den Verlauf meiner Erzählungen nicht immer zu unterbrechen, zeige ich die nächsten 2 Münzen und blende daneben die wichtigsten Daten zum Mitlesen ein. Setzen wir also die Geschichte fort. Archäologischen Befunden zufolge befand sich Crispus, nachdem er von seiner Stiefmutter Fausta der Vergewaltigung und Absicht beschuldigt wurde, seinen Vater vom Thron stürzen zu wollen, höchstwahrscheinlich in einer Villa nahe Pulla. Kaiser Konstantin der Große, der seinen erstgeborenen und designierten Nachfolger mit nur 26 Jahren verurteilen und hinrichten ließ, erkannte leider zu spät, dass Crispus das Opfer von Intrigen war. Was wir heute über die Aufdeckung der Intrige seiner Frau Fausta tatsächlich wissen, sind hauptsächlich 3 spätantike Vermutungen, die vor allem der byzantinische Chronist Johannes Zonaras im 12. Jahrhundert zusammengetragen hat. Die mythologische Intrige ist davon die bekannteste Version. Danach verliebte sich Fausta in ihren Stiefsohn Crispus. Da dieser sie zurückwies, beschuldigte sie ihn fälschlich der Vergewaltigung. Konstantin schickte Offiziere, um seinen Sohn zu stellen, und ließ ihn hinrichten. Wie die Wahrheit ans Licht kam, bleibt in dieser Variante vage. Entweder gestand Fausta oder Konstantin durchschaute die Intrige, woraufhin er seine Frau nach der Geburt seiner Tochter in einem überhitzten Bad ermorden ließ. In der Tat ein grausamer Tod, obwohl Fausta durch ihre Intrige definitiv die Karriere ihrer Söhne als zukünftige gemeinsame Herrscher Roms beförderte. Der heidnische Historiker Zosimos und wesentlich später der Bischof Philostorgius vermuteten in einer weiteren Version ein tatsächliches Liebesverhältnis zwischen den beiden Stiefverwandten. Auch hier ist unklar, wie es zur Entdeckung kam. Höchstwahrscheinlich durch kaiserliche Spitzel. Natürlich mit dem gleichen Resultat, das letztlich zur bereits erwähnten Hinrichtung beider führte. Viele moderne Historiker sehen heute die sexuellen Vorwürfe hingegen lediglich als Vorwand. Crispus war ein siegreicher und beim Heer beliebter Caesar. Fausta wollte vermutlich tatsächlich nur die Thronfolge für ihre eigenen 3 Söhne sichern. Was, wie wir heute mit Sicherheit wissen, ja auch funktioniert hat. Es könnte daher nie eine spätere Aufdeckung gegeben haben. Vielleicht war Kaiser Konstantin die Wahrheit von Anfang an bekannt und er nutzte die Krise nur, um gleich 2 potenzielle Thronrivalen, seinen Sohn und seine Frau, zu beseitigen. Diese Variante steht meines Erachtens jedoch auf sehr dünnen Beinen und ist für mich eher unglaubwürdig. Die eigentliche Frage aber ist, gab es in diesem Fall den entscheidenden Zeugen? Eine häufige Ergänzung der Geschichte besagt, dass Kaiserin Helena, die Mutter Konstantins, eine Schlüsselrolle spielte. In dieser Version trauerte Helena tief um ihren hingerichteten Enkel Crispus. Durch ihre Vorwürfe soll sie Konstantin schließlich davon überzeugt haben, dass Fausta die Schuldige sei, was dann zu deren Hinrichtung führte. Ob dies der historischen Wahrheit entspricht, ist jedoch ebenso ungewiss wie der gesamte Fall. Kaiserin Helena, die Mutter Konstantins des Großen, ist eine der faszinierendsten Frauen der späten Antike. Ihr Leben war ein einzigartiger Aufstieg von einfachen Verhältnissen zur einflussreichen Kaiserin, die als fromme Pilgerin und Kirchenstifterin in die Geschichte einging. Sie war eine Frau niedrigster Herkunft. Historische Quellen beschreiben sie als Tochter eines Gastwirts, die selbst in einer Taverne arbeitete. Als ihr Sohn Konstantin 306 zum Kaiser ausgerufen wurde, holte er seine Mutter an seinen Hof, zunächst nach Trier, später ernannte er sie zur Augusta
und so wurde sie Kaiserin. Heute gilt sie als eine Ikone des Christentums und das bestimmt nicht zu Unrecht. Um 326 nach Christi, vermutlich als Reaktion auf die Hinrichtung ihres Enkels Crispus im hohen Alter von etwa 76 Jahren, pilgerte sie ins Heilige Land. Der Legende nach ließ sie auf Golgotha graben und fand dort das Kreuz Christi, die Nägel und die Kreuzesinschrift. Sie ließ über der Fundstelle die Grabeskirche in Jerusalem errichten sowie die Geburtskirche in Bethlehem. Sehen wir uns nun das Rückseitenmotiv etwas genauer an. Die Rückseitenlegende Securitas Republicae verweist auf die Sicherheit des Staates, da die Münze zwischen 326 und 328 nach Christi geprägt wurde, also direkt nach der Hinrichtung von Crispus und Fausta, Konstantins Frau, könnte die Berufung auf die Sicherheit des Staates Securitas Republicae die blutigen Familienkonflikte als notwendige Handlungen für den Frieden des Reiches rechtfertigen. Aber das ist wie gesagt reine Spekulation. Helena, die First Lady des Christentums, wurde auf dieser Münze allerdings nicht mit christlichen Symbolen, sondern im Gewand einer traditionellen römischen Kaiserin dargestellt. Wir sehen Securitas als Personifikation der Sicherheit mit Schleier stehend nach links blickend. In der rechten Hand senkt sie einen Zweig, mit der linken hebt sie ihr Gewand an. Ein Symbol, welches vielleicht nach der Verwirrung im Volk, die durch die Hinrichtungen entstanden war, stabilisierend und beruhigend wirken sollte. Ob es nun die kaiserliche Großmutter Helena war, die das Verschwörungskomplott um ihren Enkel Crispus aufdeckte, wissen wir nicht. Fakt ist jedoch, wie auch immer Kaiser Konstantin der Wahrheit gewahr wurde, es war schon zu spät, den Befehl zur Gefangennahme und Hinrichtung seines Sohnes Crispus rückgängig zu machen. Laut Ammianus wurde Crispus im Jahr 326 vom Gericht in Polla, dem heutigen Pula in Kroatien, verurteilt und in einer kaiserlichen Villa, die geometrische Mosaike zierte, unweit von Pula hingerichtet. Auch wenn alles darauf hindeutet, dass Crispus in der Villa auf Vișula getötet wurde, konnte dies bisher nicht mit archäologischer Sicherheit nachgewiesen werden. Ich denke, zu dieser Darstellung ist noch eine wichtige Klarstellung nötig. Denn die genauen Umstände, wie die Wahrheit aufgedeckt wurde, sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Da Kaiser Konstantin nach den Hinrichtungen, die Damnatio Memoriae, eine formelle Verdammung des Andenkens über Crispus und Fausta verhängte. Und somit wurden auch alle offiziellen Aufzeichnungen und Beweise systematisch vernichtet. Da gab es sicher seitens des Kaisers berechtigtes Interesse, denn dieser ging ja bekanntlich als großer Beförderer der christlichen Religion in die Geschichte ein. Nicht zuletzt, weil er eine große Schlacht um Rom unter dem Zeichen des Christus, das Chi-Rho, gewinnen konnte. Wirklich taufen aber ließ sich Konstantin der Große erst kurz vor seinem Tod. Zusammenfassend kann ich nur eines festhalten: Es gibt keinen antiken Gerichtsbericht über die Aufdeckung der Intrige. Das Drama um Crispus und Fausta ist ein historischer Kriminalfall, bei dem die Motive und Beweise unwiderruflich im Dunklen der Damnatio Memoriae verschwunden sind. Aufgrund seiner Vita können wir aber davon ausgehen, dass Crispus ein fähiger Augustus hätte werden können. Aber dadurch, dass er auf Befehl seines eigenen Vaters Kaiser Konstantin hingerichtet wurde, reiht er sich heute zu unseren Folgen über Cäsaren, die niemals als Kaiser in Rom regierten, ein. Ich lade euch herzlich ein, in den Kommentaren über diese Geschichte zu diskutieren. Welche Version erscheint am wahrscheinlichsten und vor allem, wer profitierte von Crispus' Tod am meisten? Findet ihr nicht auch, dass der geschichtliche Hintergrund das Sammeln antiker Münzen erst so richtig spannend macht? Wenn ihr gleich weitere spannende Videos zu römischen Kaisern und deren Münzmotiven schauen möchtet, klickt einfach auf einen der Videovorschläge.